Herzlich willkommen. Ich habe heute Unterstützung von meinem Neffen und ich versuche dir und euch heute das richtige Schneiden anhand einer Zwiebel zu zeigen. Des Weiteren gehen wir der Frage nach, was wirklich gegen das Drehen während des Zwiebelschneidens hilft, und es wird eine Antwort darauf geben, versprochen. Wie halte ich das Messer eigentlich richtig? Ich nehme das Messer hinten an der Klinge zwischen Daumen und Zeigefinger und lege die 3 anderen Finger um den Griff. Dies hat einige Vorteile. Der wichtigste ist, das Messer wird wie eine Verlängerung meines Armes und ich habe die Kontrolle über das ganze Messer. Wenn ich das Messer hinten halte, kann es viel mehr hin und her wackeln. Die zweite wichtige Sache ist die Handhaltung. Wenn wir unsere Hände so halten, sind Unfälle vorprogrammiert. Wir wollen sicher arbeiten und machen eine Kralle. Damit kann ich das Schneidgut an den Seiten mit Daumen und kleinem Finger fixieren und die anderen 3 Finger oben auf das Schneidgut ablegen. Das Messer fährt an meinen Fingern lang und wenn man auf diese Technik achtet, ist es fast unmöglich, sich zu schneiden. Dabei nur beachten, dass der Daumen auch tatsächlich hinter den anderen Fingern bleibt. Wie schneide ich dann jetzt die Zwiebel? Mit der richtigen Technik die Zwiebel zu schneiden ist gar nicht so schwer. Ich werde es als erstes einmal vormachen und danach beginnt das Üben. Die Zwiebel hat 2 Seiten, einmal oben und einmal unten beim Strunk. Wir schneiden erst einmal oben und danach unten ein kleines Stück ab. Jetzt schneiden wir einmal nur in die oberste Schicht ein und können die Schale ganz einfach abziehen. Jetzt haben wir hier einmal oben und hier unten ist der Strunk, wo die Zwiebel zusammengehalten wird. Wir halbieren die Zwiebel längs. Jetzt können wir die Zwiebel sicher auf das Brett legen, ohne dass diese wegrollt. Alles an Gemüse sollte man anfangs so schneiden, dass es glatt auf dem Brett aufliegt. Die Zwiebel schneiden wir fein ein, aber nicht durch, da der Strunk hinten alles zusammenhält. Jetzt ist der Trick dabei, dass man nur einmal einschneiden muss. Dann machen wir unsere Kralle auf der Zwiebel und können langsam unsere Würfel runterschneiden. Wenn die Zwiebel am Ende nicht mehr sicher steht, können wir diese umlegen und ganz einfach weiterschneiden. Am Ende bleibt dann wirklich nur noch der Strunk übrig. Wir nehmen uns jeder eine Zwiebel und schneiden dann einmal oben. Achtung, Achtung auf den Daumen. Und danach einmal unten ab. Jetzt kommt der kleine Schnitt an der Seite. Und abziehen. Warte, ich zeig's dir nochmal. Unten an die Ecke rangehen und dann in einem Zug abziehen. Sehr gut. So, wo ist oben, wo ist unten? Hier ist oben und hier ist unten. Genau. Ist das jetzt egal, wie rum die Zwiebel liegt? Der Strunk sollte beim Schneiden immer hinten sein, damit alles zusammengehalten wird.
Sehr gut, die Kralle und los. Immer bitte schneiden und nicht drücken. Super. Jetzt nochmal Vorsicht auf die Finger. Und jetzt sieht man nochmal wunderbar, wie der Strunk wirklich alles zusammenhält. An beiden Seiten fixieren und oben mit der Kralle festhalten. Nicht vergessen, immer die Schneidbewegung und nicht nur drücken. Jetzt einfach umdrehen und dann einfach weiterschneiden. Also besser geht's nicht. Und was hilft jetzt gegen die Tränen? In meiner Zeit als Koch habe ich wahrscheinlich Tonnen von Zwiebeln geschnitten und so ziemlich alles ausprobiert, um gegen das Weinen gewappnet zu sein. Das Problem ist, wenn die ätherischen Öle der Zwiebel freigesetzt werden und diese auf die Schleimhäute treffen. Darauf reagiert der Körper. Es gibt eigentlich nur einen Tipp, der wirklich hilft, und das ist ein scharfes Messer. Wenn man einen glatten Schnitt mit einem scharfen Messer macht, wird die Zellstruktur nicht so zerrissen und es kann nicht so viel Saft bzw. die ätherischen Öle austreten. Vergleichen kann man das auch, wenn man sich schneidet. Bei einem Schnitt mit einem stumpfen Messer blutet es weitaus mehr und länger als bei einem glatten Schnitt mit einem scharfen Messer. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und würde mich darüber freuen, wenn ihr mich abonniert, ein Like und einen Kommentar hier lässt und die Glocke aktiviert, damit ihr nichts mehr verpasst.